Hallo bei Hofer, jetzt kümmern wir uns mal um diesen Comp Listen Mic. Das ist ein ganz spezieller Kompressor, der seit 1.5 dabei ist und der funktioniert definitiv ein bisschen anders, als ihr das von euren Kompressoren, die ihr momentan zu Hause habt, kennt. Früher wurde der tendenziell eher, also diese Art von Kompression bei Talkback oder Communication Mix verwendet und der hat einfach ein völlig anderes Attack-Release-Verhalten, als man eigentlich so im Ohr hat. Zum Testen haben wir uns hier mal eine Schlagzeug-Busspur rausgesucht. Die klingt folgendermaßen. Ein ganz normales Schlagzeug, ohne Effekte. Und klingt jetzt auch sehr trocken eigentlich. Relativ trocken. Man merkt, da ist ein bisschen Raum hinten dran und erfahrungsgemäß würde ich sagen, wo ein bisschen Raum ist, da bringt ihn dieser Comp Listen Mic eigentlich deutlich da nach vorne. Wir hören mal rein. Und da hört man schon. Da passiert schon ganz schön viel dafür, dass wir eigentlich das Plugin gerade erst reingeladen haben. Also der hat im Signalweg eine Klangbearbeitung, einen Low-Cut und einen High-Cut. Nicht sehr stark, aber so, dass halt die Mitten ein bisschen fokussiert werden. Und das passt aber auch sehr gut zu dem Sound, der hier kreiert wird. Ich gehe hier mal ein paar dB hoch, damit man das mit dem Threshold, den wir gleich verändern, besser hört. Ja, dieser Less-More-Regler, das ist eigentlich nichts anderes als ein Threshold, der, wenn man nach rechts dreht, sich nach unten schiebt. Ja. Da wird das Signal schon ganz schön zusammengestaucht. Das wird ultra kompakt. Ich würde sagen, wir lassen es mal auf 100%, weil wir wollen ja auch wirklich mal hören, was dieses Teil an Sound macht. Ich hebe auch den Ausgang mal ein bisschen an. Jetzt würde ich gerne noch den Wet-Dry-Regler benutzen. Das ist für die Art von Sound essentiell. Also es ist im Grunde genommen eine Parallelkompression, die wir dann dadurch erreichen. Und den kann man ja bei den System-Modulen immer in diesem Burger-Menü dann einschalten. Hier Show Wet-Dry Control. Das haben wir jetzt hier. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal auf 22%. Und wir hören noch mal rein. Das ist mit. Ohne. Na, da kommt einfach ganz viel räumlicher Dreck und so mit. Nennen wir es Leben dazu. Genau. Also das ist schon, das passiert nicht immer, aber das ist insbesondere, wenn man mit echtem Schlagzeug arbeitet und mit Raumspuren, also echt eine klasse Sache. Man kann das noch gaten und dann so hinter das Signal packen, dass diese komprimierte Spur nur so lange auf ist, wie auch die Snare klingt oder die Bassdrum klingt und dadurch immer einen ultra fetten, ultra kompakten Drum-Sound hat. Genau, und es muss wirklich gar nicht viel Raum in der Aufnahme drin sein. Man hört es ja hier. Ich schalte nochmal aus. An sich ist das ein trockenes Schlagzeug. Ja, sehr trocken. Und mit dieser Kompression da kommt alles Mögliche mit nach oben. Ja, man hört die Snare-Federn, wie sie dann plötzlich da mitklingen. Jetzt könnte man natürlich denken, naja, das kann mal ein Kompressor auch, aber probieren es einfach mal. Wir haben hier einen Channel und einen Summenkompressor. Ich nehme jetzt mal den Channel rein, schalte den hier aus und mache mal maximal kurze Attack, maximal kurze Release. Das entspricht am ehesten dieser Einstellung. Aber das ist immer noch definitiv zu pfundig, was da am Anfang passiert. Ja. Transienten werden einfach so rausgedrückt. Ne? Ich können noch den anderen einmal ausprobieren. Genau, den Summenkompressor. Auch der versucht halt das Signal erstmal in sich noch relativ musikalisch zu halten. Ich gehe nochmal weiter am Threshold runter. Und wir mischen es jetzt auch mal bei, einfach um es mal auszuprobieren, was da passiert. Ne? Den Sound, den wir mit dem Comp Listen Mic erreichen, können wir hier mit dem anderen Kompressor auf jeden Fall nicht hinkriegen. Also ich probiere es mal jetzt einfach umzuschalten zwischen dem und dem, indem ich das hier über diese A-B-Tasten einstelle. Das ist jetzt der B-Kompressor, also dieser Comp Sum in dem Fall. Und hier machen wir es gerade andersrum. Und dann fangen wir mal nochmal mit dem Comp Listen Mic an.
Ja, obwohl wir hier mit 22 dB fast reduzieren und das dann beimischen, sogar deutlich mehr davon. Es ist einfach nicht dieser räumliche Anteil. Ich denke, das leuchtet schon ein. Also diese Kiste hier hat einen Sound, den einfach nur diese Kiste hat. Eine Story dazu möchte ich noch erzählen. Das war vor vielen, vielen Jahren, als Phil Collins an seinem In the Air Tonight gearbeitet hat. Da haben sie einen ganz speziellen Drum-Sound gesucht und er war in seinem Aufnahmeraum und hat rumgespielt mit den Toms und ich glaube Pangburn oder ähnlich hieß dieser Toningenieur, der außen saß. Und damals gab es bei dieser Konsole einen Knopf mit einem Communication Mic. Das heißt, dass einfach ein Mikrofon in der Aufnahme drin war, was dann in die Regie übertragen wurde und das wurde halt extrem komprimiert. Und die haben sich über den Schlagzeugsound unterhalten und Phil Collins hat Sachen ausprobiert und der Inch hat dieses Communication Mic noch angehabt, als Phil Collins loslegte, Schlagzeug zu spielen und genau das war der Sound. Die Kompression dieses Communication-Weges war einfach darauf ausgelegt, dass man auch die leiseste Stimme aus dem letzten Eck des Aufnahmeraums gut hören konnte, also eine extreme Kompression. Und die hat diesen Schlagzeugsound so verdichtet. Das war eigentlich ein Zufall. Das war ein Zufall, ja. Und der Weg lag aber nicht mal bereit. Also man konnte zwar den Knopf drücken und das dann hören, aber es gab erstmal keine Möglichkeit, das aufzunehmen. Dann haben die einen Techniker eingeflogen oder hingebracht, der dann dafür gesorgt hat, dass man dieses Signal abgreifen konnte und auf die Bandmaschine schicken. Und hört euch In the Air Tonight an. Das ist genau diese Art von Kompression. Die gab es vorher eigentlich in der Form noch gar nicht, weil sie zwar im Pult vorhanden war, aber einfach nicht abgegriffen werden konnte. Meistens wird diese Kompression bei Schlagzeug eingesetzt, aber auch bei anderen Instrumenten hat sie durchaus einen gewissen Reiz. Wir hören uns das mal bei einem Bass an. Das war mal der unbearbeitete Bass. Ja, es ist irgendein Bass, der irgendetwas spielt. Und dann nehmen wir den Cobham Listen Mic mal rein. Und ja, ich mache jetzt mal irgendeine Einstellung. Da hört man schon, der ist nicht nur ein Kompressor, sondern so eingestellt, schon ein ziemlich ordentlicher Verzerrer, ne? Ja, dazu ein schnelles Regelverhalten, auch was der an sich mit Attack and Release macht. Wir haben da auch mit dem Programmierer gerade nochmal geredet und wissen ja auch um die Ursprünge des Ganzen. Also das ist schon sehr wild, wie diese Art der Kompression in den Signalverlauf eingreift. Und gerade bei tiefen Frequenzen wird da halt auch sehr schnell eine Verzerrung draus. Ja. Aber das ist hier natürlich auch gewollt. Also definitiv. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, ja. Aber auch da hilft uns wieder ein Wet Try. 22 geht oft. Manche sagen immer. Ja, das klingt doch schon mal eigentlich nach einem deutlich rockigeren Bass. Jetzt schalte ich mal ein und aus und wir hören mal den Unterschied. Ja, aber ich meine, das sind ganz andere Obertöne, die dabei sind und die Durchsetzung im Mix ist wahrscheinlich mit dieser Art von Kompression eine besser. Und das Interessante ist ja auch, dass man gar nicht jetzt diesen Bass-Sound so überkomprimiert und der komplett seine Kontur verliert, sondern wir mischen das ja nur mit 20% bei. Das ist gar nicht mal so viel. Das ist nicht so schrecklich viel. Aber dennoch der Soundunterschied im Vergleich zu gigantisch. Können den Bassisten schon glücklich machen, wenn auf so ein Sound steht. Klingt auch für mich viel mehr nach Lautsprecher. Also als ob das über einen Amp dann aufgenommen wäre, nicht ins Pult. Ich denke, der Knackpunkt ist, dass man diese Kompression immer beimischt, dass man da eine Parallelkompression macht, weil wenn das singulär über dieses Plugin läuft, dann ist es zu viel des Guten. Und auch diese Frequenzeinengung mit dem High- und Low-Cut macht das Ganze natürlich auch ein bisschen dann sehr mittig, das Signal. Das passt in der Regel dann nicht. Und die schnelle Attack-Zeit macht die Transienten auch schon kaputt. Das verträgt nicht jedes Signal, wenn man es komplett drüber schickt. Sollen wir uns vielleicht die Frequenzeinschränkung nochmal auf dem Analyzer angucken, was da eigentlich passiert? Das ist eine gute Idee, zeig das doch mal. Alles klar. Wir probieren das mit einem rosa Rauschen aus. Dafür haben wir hier im System ja auch den Pink Noise Generator. Und danach kommt dann einfach mal der Listen Mic. Ja, und jetzt sehen wir auch schon das Rauschen, was ursprünglich mal
so auf dem Analyzer aussah, wird durch den Comp Listen Mic, der jetzt erstmal noch gar nicht so viel bearbeitet, ne? Wir haben den erstmal auf 0% stehen, die Gains auf 0 stehen, schon ziemlich mittig fokussiert. Ne? Es sind jetzt keine wirklichen starken Cuts, die da drin sind. Da wird nicht einfach irgendwann alles abgeschnitten. Ja, so 6 dB Filter vielleicht. Genau, sehr weiche Filter einfach, die da arbeiten. Ich würde das vielleicht gerne nochmal mit einem Sweep sehen. Okay, auch das können wir machen. Das ist der Sinus Sweep ohne die Bearbeitung. Davon mache ich kurz einen Snapshot und dann schalten wir den mal kurz ein. Genau, und da sieht man auch sehr genau, was passiert eigentlich. Genau. Interessant wird es auch, wenn man jetzt die Kompression mal anhebt. Ich gehe jetzt mal wieder auf diese 100% von vorhin und resette das mal. Genau, natürlich wird es jetzt leiser, weil der Kompressor ja mehr arbeitet. Aber man sieht auch, dass die klangliche Bearbeitung vor der Kompression stattfindet. Genau, weil jetzt nämlich die tiefen Töne im Verhältnis zu den hohen Tönen lauter sind. Genau, die werden jetzt rankomprimiert. Sehr interessant finde ich auch das Obertonverhalten. Das ist jetzt ein Sinuston bei 222 Hertz. Und jetzt komprimiere ich den einfach mal, diesen Sinuston. Ja, und da kommen jede Menge Obertöne dazu. Jede Menge Obertöne. Was aber auch kein Wunder ist, weil die Attack- und Release-Zeiten so irrsinnig kurz sind, dass die Wellenform im Grunde genommen die ganze Zeit bearbeitet wird. Und das macht auch diesen Bass so spannend dann und so interessant beim Hören. Diese ganzen Obertöne, die plötzlich da sind, die sorgen natürlich für einen viel reicheren Klang. Genau. Ja, aber hier, man merkt schon, das ist jetzt mit diesen Obertönen, also mit dieser Kompression, und jetzt schaue ich nochmal die Kompression ab. Ja, dann haben wir wieder den sauberen Sinuston drin. Und wenn man sieht, wie viel da dazukommt, dann wird auch klar, dass auch ein Beimischen dieses Sounds als Anreicherung des Klanges vollkommen reicht. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieses kleinen Comp Listen Mic Tutorials. Das Schöne ist auch, dieser Kompressor ist bei allen System-Versionen kostenlos mit dabei und steht somit jedem zur Verfügung. Genau, probiert es einfach mal aus. Ist wirklich ein interessantes Teil, was man einfach mal auf verschiedenen Signalen ausprobieren sollte. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß mit deinen Produktionen und mit System und bis bald hier bei Hofer. Tschüss. Ciao.